Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder einschaltest. Hier ist dein Markus. Heute gerade jetzt aus Antalya. Du hast es im Vorspann gesehen in den ersten Sekunden. Ich habe einen kleinen Roadtrip gemacht von Alanya zum Antalya Flughafen mit einem Transfer. Dazu werde ich gleich aber noch mal was sagen. Und ich will direkt auch auf den ersten Fakt jetzt hier darauf eingehen. Denn der erste Fakt ist in der Türkei, dass höchstwahrscheinlich deutlichst weniger Touristen in die Türkei gekommen sind bis jetzt diesen Sommer, anstatt auch die letzten Jahre. Und gepaart das Ganze, dass viele Menschen auch von dem vorletzten Beitrag von mir, wo ich ein bisschen was von Alanya samstags abends gezeigt habe, durch die Innenstadt gelaufen bin. Falls du es noch nicht gesehen hast, kannst du das am Ende des Videos direkt auch weiter anschauen. Und da kam wirklich sehr viel negatives Feedback, dass einfach deutlichst weniger los ist. Deutlichst weniger Touristen da sind, warum? Weil die Türkei exorbitant teuer geworden ist. Nicht nur die All-Inclusive-Hotels, die Flüge, ich habe ja letztens selber erst gebucht, wirklich extrem teuer das Ganze. Und aber auch natürlich, dass die Verkäufer von Beispiel Klamottenläden, die Türkei ist ja bekannt für krass gefälschte Originalware sozusagen. Viele Touristen kommen hierher, decken sich ein und ziehen dann wieder alleine. Aber auch das ist extrem teuer geworden. Und dementsprechend ist natürlich auch hier immer ganz viel von Abzocke die Rede in der Türkei, aber auch natürlich von Inflation und natürlich vom Betrug. Und dementsprechend bleiben anscheinend sehr viele Touristen aus. Also viele Menschen haben gesagt, definitiv Türkei hat weniger Tourismus dieses Jahr im Jahr 2024 anstatt die letzten Jahre zuvor. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich empfinde das ähnlich. Es ist jetzt nicht tot, vor allem Alanya ist jetzt auch keine ist ein kleines Dorf, sondern es ist ja schon eine normale deutsche Stadtgröße mit fast 400.000 Einwohnern. Ist es jetzt nicht so klein für deutsche Verhältnisse und dementsprechend ist da auch schon immer irgendwas los. Aber im Sommer natürlich deutlichst mehr. Ganz klare Geschichte. Und dementsprechend fällt das vielleicht mir nicht so auf. Ja? Aber vielen Menschen durch die Videos ist es wohl aufgefallen, dass weniger Tourismus da ist. Viele gehen nach Griechenland, viele, selbst Türken gehen nach Griechenland, viele gehen nach Bulgarien, vielleicht auch Italien oder nach Spanien. Warum sollte man so viel Geld ausgeben in der Türkei? Das ist oft einfach das Feedback von den Menschen. Ihr habt es im Flughafen gesehen, diese ganzen Schockerbilder, wo Menschen stundenlang in der Schlange stehen, vor dem Check-in, vor der Gepäckabgabe. Nein, das habe ich jetzt hier überhaupt nicht wahrgenommen. Und dementsprechend denke ich, ist es deutlich schon weniger als die Jahre zuvor. Also Fakt 1 bestätigt. Fakt Nummer 2 ist eher ein positiver Punkt, denn ich persönlich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass der Service, Transfer, Shuttle-Service in der Türkei sehr gut organisiert ist bzw. auch sehr gut funktioniert. Ich selber bin heute Morgen losgefahren, fahre jetzt wieder gleich zurück. Hat natürlich auch seine Gründe gehabt, warum, aber es funktioniert wunderbar. Und da seht ihr im Hintergrund, ich blende das mal so ein, einfach wenn ihr den Willkommens-Alanya-Button hier oben seht, habt ihr ganz viele Schalter und dort kommt man dann einfach hin zu seinem ausgewählten Schalter. Das weiß man auch vor der Abreise natürlich aus dem Herkunftsland. Und dann geht man einfach dahin und das ist alles organisiert. Du wirst zum Fahrzeug gebracht, so wie ich jetzt auch gleich. Das wird gezeigt, wo du hin musst. Und dementsprechend ist der Service und die Sicherheit, dass du dann auch letztendlich zum Fahrzeug kommst, gewährleistet. Die Fahrt, auch gerade hierher, fand ich persönlich sehr, sehr gut. Top, voll in Ordnung. Und dazu möchte ich aber auch noch was sagen zu den Preisen hier, zu den Shuttles. Es gibt verschiedene Anbieter und dementsprechend aber auch verschiedene Services und aber auch dementsprechend verschiedene Preise in Bezug auf, fährst du in einem Gemeinschaftsshuttle, so wie wir jetzt gerade gefahren sind, oder fährst du alleine in einem Privatshuttle. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Anbieter und wir nutzen oft einen privaten Kontakt. Heute habe ich aber ganz klar mal was anderes probiert. 724 ist eigentlich relativ bekannt hier das Ganze. Ist auch hier jetzt gerade am Schalter 19 bei mir am Start. Und da habe ich jetzt für 2 Menschen 900 Tele bezahlt von Alanya hierher zum Flughafen. Also wirklich krass im Gemeinschaftsbus. 900 Tele geteilt durch aktuell 37,2. Also das ist wirklich, das sind 24 Euro oder so. 12 Euro pro Mensch, voll in Ordnung meiner Meinung nach. Voll in Ordnung. Jetzt fahre ich alleine zurück, 500 Tele
Das sind dann um die 13, 14 Euro eventuell. Das heißt, grob die Reise kostet mich jetzt hin und zurück 40 Euro. Ist voll in Ordnung. Durch einen privaten Kontakt hätte ich einen privaten Bus haben können mit WLAN, mit Getränke etc. 50 Euro eine Fahrt. Sprich, ich habe mir jetzt dadurch, weil ich im Gemeinschaftsshuttle gefahren bin, 60 Euro gespart. Denke ich, das kann man auch mal machen. Und du kannst auch gerne mal natürlich deine Meinung hier reinschreiben, ob du auch gute Erfahrungen gemacht hast mit deinem Service, mit deinem Shuttle-Transfer zum Hotel oder auch in die private Unterkunft. Schreib das gerne mal rein und vielleicht hast du ja noch einen Geheimtipp. Vielleicht geht es ja sogar noch günstiger und noch besser vom Service. Lass es uns wissen und dementsprechend schreib das gerne mal hier rein und schreib auch gerne deine Meinung dazu rein, wie du die aktuelle Situation in der Türkei siehst, wenn du denn auch hier diesen Sommer da warst. Fakt Nummer 3 ist so ein bisschen auf Spekulation ausgelegt, meiner Meinung nach, ist, dass die Türkei bzw. die türkische Lira weiter entwertet wird. Also TL, türkische Lire. Sie wird sicherlich weiter fallen, sie wird schwächer werden und das hat natürlich auch alles so seine Gründe. Das ist wirklich ganz, ganz krass. Heute, 19.08., ich habe vorhin geguckt, 37,26 ist 1 Euro. Das bedeutet, wenn du 10 Euro wechselst, bekommst du bei einer Wechselstube wahrscheinlich 36. Wenn du es bei einer Bank wechselst, bekommst du noch mal ein bisschen mehr in der Regel. Also das ist schon wirklich ganz, ganz krass. Das heißt, im logischen Umkehrsinn müssten die Preise in Tele sowieso wieder extrem nach oben steigen. Und das ist irgendwann für die Menschheit hier in der Türkei, für die Menschen, für die Ausländer, wie aber auch für die Einheimischen und insbesondere auch natürlich die hier wirklich nur Mindestlohn haben, eine ganz, ganz schwierige Situation. Private Schulkosten werden steigen, Benzinkosten werden steigen, Autos, die Preise werden steigen wahrscheinlich. Also es ist wirklich ganz, ganz krass. Und dementsprechend muss man wirklich schauen, ob auf lange Sicht man mit einer Mindestrente von vielleicht 500, 600 Euro hier in der Türkei überhaupt leben kann. Wenn du mich dementsprechend fragst, wo das Ziel ist dieser ganzen Geschichte, das, wie sagt man, das bedingungslose Grundeinkommen sozusagen. Die Digitalisierung ist sehr fortgeschritten. In Deutschland ist der digitale Euro auch schon geplant in der Einführung ab September oder November 25. Also das ist wirklich ganz krass auch. Und die Türkei ist gar nicht so hinterher. Also ich denke auch hier in der Türkei, wie weltweit, auch in Paraguay, das wird alles digitalisiert werden und da muss man einfach schauen, wie man da auch dann zurechtkommt. Dementsprechend für alle, die sagen, pass auf, ich möchte auswandern, egal ob Türkei, Paraguay, Dubai, sonst was, ohne Moos nichts los. Das ist eine ganz klare Ansage von mir. Wenn du keinen Cashflow hast, keine mindestens für Türkei 1500 Euro, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr mit Familie und wenn du Miete zu zahlen hast, sowieso noch mehr. Ohne das wird es wirklich schwer, ohne Schmarrn. Dementsprechend kann ich da nur nochmal zur Vorsicht walten und wirklich das Ganze gut, sehr gut kalkulieren. Ja? Dementsprechend überlegt euch das. Ich freue mich natürlich immer über Feedback und natürlich auch Menschen kennenzulernen, die hierher kommen. Und ich weiß, ich lerne sehr oft Menschen kennen, auch gerade über diese Plattform, über YouTube zum Beispiel auch, die begeistert sind, die Türkei-Fans sind, die das richtig toll finden und so. Und das ist auch richtig cool. Aber ich glaube, wenn du auch genug Geld hast, ist es überall schön. Ja? Dann kannst du dir einfach die besten Hotels leisten, die besten Unterkünfte, den besten Lifestyle sozusagen. Wenn du kein Geld hast oder nur wenig Geld hast, dann ist es egal, wo du bist, scheiße. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, seine Finanzen auf jeden Fall auch zu kennen, zu kontrollieren und im Griff zu behalten. Dementsprechend, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video. Lass mir deine Meinung da, einen Kommentar, einen Daumen nach oben auf jeden Fall auch gerne und aber auch ganz klar kannst du den Kanal abonnieren und kostenlos die Glocke aktivieren. Du fragst dich vielleicht, wenn du mir schon länger folgst, das sagt er ja so oft und fast in jedem Video. Ja, weil sehr viele neue Menschen immer wieder auf die neuen Videos stoßen und vergessen zu abonnieren und dann mich nie wieder finden oder eben einfach das vergessen haben. Und dementsprechend hier die Erinnerung, wir sind jetzt bei über 5600 Abonnenten, mega krass, lass diese Woche die 6000 voll machen. Ich freue mich, wenn du das Video teilst, den Kanal teilst, check die Videobeschreibungen ab, die verschiedenen Links und dementsprechend freue ich mich auf dein Feedback. Liebe Grüße aus Antalya, ich fahre jetzt nach Hause nach Alanya. Hört sich schön an. Bis dann.